Hallo und herzlich willkommen auf meinem Calinos Event-Kanal und zum Anfahrts- und Ankündigungsvideo für das Echelon Festival in Bad Aibling dieses Wochenende. Findet, wie gesagt, am 15. und 14., Freitag und Samstag sozusagen, findet das in Bad Aibling statt, auf dem Gelände der ehemaligen US-Kaserne und ist ein typisches mehrtägiges Festival, also sowas wie Icarus, mit Camping, einem riesengroßen Line-Up, gehen wir alles noch drauf ein und auch ein Merchandise-Shop. Da gehe ich jetzt nicht so drauf ein. Ich habe vor uns reingeguckt, weil ja, das ist eigentlich alles Zeug von 2025, was sie da verkaufen. Muss jeder selber wissen. Wenn ihr noch meint, ihr braucht da noch was von Echelon, dann schlagt gerne zu und guckt selbst in den Shop. So, kommen wir zur Anfahrt. Wie gesagt, das ist in Bad Aibling, das ist im Südosten von München. Hier haben wir München, die A8 Richtung Salzburg runterfahren. Dann haben wir hier die Abfahrt Bad Aibling und da Richtung Norden. Und dann ist das hier oben. So, schauen wir uns das nochmal ein bisschen genauer an. Das ist das Kasernengelände. Man sieht, ne, hier ist noch ein bisschen was. Und hier findet das sozusagen statt. Ich denke mal hier auf dem Gelände. Und ich glaube, das nehmen sie auch noch mit. Hier ist zum Beispiel auch das Electrifinity Festival im Juni. Ich denke mal, das hier wird so der gesamte Bereich sein. Es gibt leider keine Karte. Es ist jetzt mittlerweile Dienstag und es gibt immer noch keine Karte oder es gibt überhaupt keine Karte. Weil von 25 habe ich überhaupt keine gefunden, finde ich nicht so in Ordnung. Es gibt eine Woof-App, da soll angeblich mal eine Karte sein, aber diese Woof-App hat so schlechte Bewertungen. Ich habe die mir mal kurz angeguckt. Ne, die muss auch im April 'n Update gekriegt haben und die muss mittlerweile total schlecht sein. Also, ich hoffe einfach mal, dass sie noch was posten auf den Instagram oder Facebook-Kanälen von Echelon, dass da einfach noch eine Map gepostet wird und fertig ist. So, damit müssen wir uns damit bisschen begnügen, ne? Da sieht man so ein bisschen was. Ja, das Gelände, ne, hier die markanten Radardinger, was das sein soll. Und dann wäre hier zum Beispiel das ist dann die Stage, die man da so schön sieht. Und ich kann es leider nicht von Hand umschalten. Ich muss immer warten, bis es umschaltet. Dann ist hier was, hier was, hier was. Also ich denke mal, hier das ganze Gelände gehört dazu. Kann man sich auf einiges freuen. Camping auch. War eigentlich schon ausverkauft. Haben sie aber noch mal ein bisschen aufgestockt. Es gibt wohl wieder einige Tickets. Und apropos Thema Tickets, schauen wir gleich mal rein. Aber wie man sieht, es gibt noch ganz wenige Tickets für das Full Weekend für 150 Euro. Gibt auch Gruppentickets mit je 10 Euro Rabatt pro Person. Es gibt auch noch Full Weekend Premium für 250 und die Tagestickets für je 80 Euro oder die Tagespremium-Tickets für je 135 Euro. Wer noch keins hat, kann da gerne noch zuschlagen. Wie man sieht hier, Camping sind auch noch ein paar verfügbar für 50 Euro und Caravan für 100 Euro. Die Comfort sind leider alle ausverkauft. Da kommt man nichts mehr ran. Es gibt Schließfächer vor Ort, 10 Euro Pfand und diverse Größen mit Stromanschluss, ohne Stromanschluss für verschiedene Tage. Schaut einfach mal selber, was da für euch am besten passt. Dann haben wir noch ein Travel-Ticket. Das ist sozusagen der Shuttle-Service von Bahnhof Bad Aibling zum Echelon und dann auch noch bis zum Bahnhof nach Rosenheim. Das wäre sozusagen, ich schalte mal wieder um, da kann man das ein bisschen besser sehen. Das wäre von hier, da ist der Bahnhof, bis hier hoch. Ich habe erst überlegt, ob ich mir das auch kaufe, weil ich habe ein Hotel, aber mein Hotel ist hier unten. Ich müsste bis hierher laufen und dann das und abends zurück komme ich auch nicht. Ich werde vor Ort einfach gucken, dass ich mit der Uber-App irgendwie da hin und her komme. Das lasse ich mich diesmal auch ein bisschen überraschen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den Timetable an. Das sind die verschiedenen Stages. Es sind insgesamt 7 und ein richtig geiles Line-up. Muss ich ehrlich sagen, es sind sehr viele dabei, die ich noch gar nicht kenne und ich war dieses Jahr schon auf vielen, Festivals, aber da sind einige dabei, auf die ich noch nie gesehen habe und auf die ich mich freue. Paul van Dyk habe ich noch nie gesehen, Charlotte de Witte noch nie gesehen. Gehe ich auf also, wie gesagt, die beiden sind bei mir Pflicht und den Rest muss ich dann so gucken. Maddix habe ich nur in Verbindung mit, Lilly Palmer gesehen. Lilly Palmer, ne, war jetzt am Wochenende, beim iOS Beach, aber ich werde dann einfach mir so rumlaufen und mir so alle angucken, was man da so hat. Das wäre dann das Line-up am Samstag. Und der Spot hier ist vielleicht für einige ganz wichtig, weil da ist die Festivalshow. Auf der Radianz steht 21:55 Uhr. Das ist zwischen Vini Vici und Holy Priest. Da in diesem wird die Festivalshow sein und sie ist angekündigt als was Besonderes. Werden wir sehen. Und auf Samstag freue ich mich auf alle Fälle hier auf den auch noch. Dr. Peacock in Konzert. Das ist sowas bisschen mit klassischer Musik und so, weit wie ich das gesehen habe. Also die Vorschau da, was ich da so ein bisschen gesehen habe, sah sehr gut aus. Ich denke mal, da werde ich auf alle
Fälle mit reinschauen und mir das mal anschauen. Wie natürlich für ein klassisches mehrtagiges Festival gibt es natürlich auch Workshops. Ich habe jetzt einfach mal hier den Hacken-Workshop aufgemacht. Wen das jemand interessiert, Samstag 12 bis 13. Es gibt noch Tattoo, alles Mögliche, was sie da noch so anbieten, Bierpong. Also einfach mal auf den Social-Media-Kanälen nachschauen, wie zum Beispiel hier auf Instagram. Da kommen laufend jetzt noch in den letzten Tagen neue Sachen dazu, was es da alles so gibt. Einfach mal reinschauen. Und wenn ich noch was für sehr wichtig halte, werde ich dann natürlich unter dem Video da auch noch ergänzende Kommentare hinzufügen. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Wetter. Das Wetter für das Wochenende sieht sehr gut aus. Also wir brauchen, denke ich, ja mal dieses Jahr keine Angst haben, dass das wegen irgendwelcher Unwetter abgesagt wird. Wie gesagt, Freitag 32 Grad, Samstag 34. Wenn ihr dann Sonntag campen solltet und abreisen, soll es vielleicht mal dann Sonntagabends regnen. Aber ich denke mal, da sind die meisten dann eh schon weg. Sollte nicht das Problem sein und das sieht sehr gut aus. So, und da es eigentlich auch ziemlich warm ist, da noch ein bisschen was vorbereitet. Ist auch erst kurz vor uns online gekommen wegen der Sommerhitze. Sie haben irgendwelche Schneekanonen besorgt. Mal gucken, ob sie da Schnee rauskommen oder ob da nur Sprühregen rauskommt. Werden wir sehen. Wäre natürlich ein cooler Effekt, wenn da so ein bisschen Schnee rauskommt. Mal gucken, ob sie das so kalt kriegen. Es gibt eine Trinkwasserstation am zentralen Nexus. Der HD-Cage ist klimatisiert, also die Halle oder die, ja, eigentlich denke ich mal, wird wie beim Icarus so ein Bunker sein. Wie gesagt, vergesst eure Sonnencreme nicht. Und was ich noch gesehen habe, es gibt letztlich noch so ein Aquas 4. Das ist für alle Full Weekend Premium. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Premium oder alle Full Weekend. Gibt es einen Shuttle vom Icarus am Samstag, ich glaube zwischen 12 und 15 Uhr am Samstag von da zu einem anderen Ort, wo ein bisschen, ja, Hausmusik läuft, bisschen Urlaubsfeeling, ein kleiner See ist, wo man sich ein bisschen abkühlen kann. Ich denke mal, ich werde da hingehen oder mal dahin fahren und werde das dann einfach in einem extra Video mal machen. Ich denke mal, das sollte soweit machbar sein. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen, weil es ist für mich auch das erste Mal das Echelon Festival. Ich freue mich drauf, richtig, und werde da Freitagmittag anreisen in meinem Hotel und werde dann gucken, wie ich rüberkomme bis zum Echelon und werde da richtig schön Videos, Fotos, alles Mögliche machen und werde das die 2 Tage sehr, sehr genießen und das einfach mal als neues Festival auf mich wirken lassen, wie das so ist. Also, wenn euch das gefallen hat, dann wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, einen Kommentar abgeben, falls ihr schon mal da wart, ob ihr auch da seid, euch sowas interessiert. Gerne mal, lasst mich das gerne wissen. Und ansonsten ein Abo würde mich natürlich auch freuen. Und ja, kann ich sonst allen anderen nur viel Spaß wünschen und man sieht sich vielleicht am Wochenende. Bis dahin, ciao, ciao.